Hallo meine Lieben, nachdem wir letztes Wochenende extrem viel Theorie hatten, wollte ich unbedingt dieses Wochenende einfach ein bisschen basteln. Und zwar machen wir heute mit einem 3D-Bilderrahmen ein Blumenbild und da packen wir auch noch ein bisschen Vinylfolie auf die quasi Scheibe drauf und damit entsteht dann ein schönes Bild. Und mehr dazu seht ihr dann auch gleich nach dem Intro. Bevor wir aber ins Projekt reingehen, wollte ich euch nur ganz kurz etwas Kleines zeigen. Und zwar ist es hier das große Plotter-Lexikon, was Liliane Schmidt und Sandra Pill gemacht haben. Das denke für Einsteiger ist das eine coole Sache, weil ihr da die ganzen Begriffe erklärt bekommt und ja, viele Infos drin habt. Und hinten habt ihr dann sogar noch ein paar Plotter-Dateien, die ihr gratis bekommt, ne, die ihr herunterladen könnt. Und was mich natürlich extrem gefreut hat, waren hier diese Quelltipps, weil ne, YouTube-Kanäle Frau B Tutorials. Ich finde das so cool, das hat mich mega gefreut und ist eine schöne Anerkennung. Danke an Sandra und Liliane dafür. Und eben für Einsteiger, denke ich, ist das wirklich eine coole Sache, wo ihr eben da die ganzen Begrifflichkeiten zum Plotten erklärt habt drin. Das Buch verlinke ich euch unten, wie alle anderen Sachen, die ich heute verwende. Für das Projekt heute habe ich hier diesen Bilderrahmen von Ikea und ne, wenn ihr, also seid nicht überrascht, verpackt ist dieses Element hier unten dran, aber ihr könnt das so zusammenbauen, dass das hier dann eben direkt quasi hinter dem Rahmen liegt. Somit werden wir das verwenden und das Ding heißt, ach Gottchen, dieser Name, Fastaned. Sehr wahrscheinlich, ne, ihr seht, welches das ist und ich verlinke es dann euch unten auch noch. Und wir werden kleine Blumen machen. Jetzt, ich habe hier ein Beispiel in rosa. Ich werde die aber in zwei anderen Farben machen. Und zwar diesem hellgrün und diesem türkis. Und da werde ich auch ein bisschen mit den Farben spielen. Das ist ein 110 Gramm Papier. Also nicht allzu dick, aber passt wunderbar eben für diese Blumen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Vinylfolie für das Motiv, das vorne drauf kommt. Und dann noch so ein paar kleine Hilfsmittel, aber das seht ihr dann alles unterwegs. Und ich werde mit dem Cricut Design Space und dem Cricut Maker heute arbeiten und dann ein Projekt daraus nehmen. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit dem Cricut Design Space, damit ich euch zeigen kann, wie das Motiv aussieht und wie ich das zusammengebaut habe. Vom Projekt her gehe ich einfach mal auf Suche und sage Shadow Box Rolled Flowers. Und da habe ich genau dieses Projekt genommen. Da könnt ihr einfach draufdrücken und auf Anpassen gehen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe das schon geöffnet. Deshalb gehe ich kurz wieder auf meinen Arbeitsplatz. Und wenn ihr das öffnet, dann habt ihr ganz viele von diesen Blumen und einen Schriftzug. Wenn ihr wollt, könnt ihr das übernehmen. Das habe ich alles bis auf eine ausgeblendet. Und die Größe habe ich so angepasst. Ich habe ein A4-Blatt. Das heißt, es ist 21 cm in der Breite, 29,7 in der Höhe. Und da muss ich einfach drauf gucken, dass das Platz hat drauf. Ich nehme hier 20,5. Sollte eigentlich passen. Und in der Länge passt das. Respektive, ich werde das Blatt, hier sind die 21 cm und dann 29,7 werde ich das so hinlegen. Und wenn ihr das selber macht, müsst ihr einfach darauf achten, wie groß euer oder wie hoch der Bilderrahmen ist, damit die Blume dann wirklich drinnen Platz hat. Das heißt, diese Blätter hier quasi, die sollten nicht höher sein als die Höhe von eurer Box
innen drinne. Das müsst ihr sicherstellen und ansonsten, ja, könnt ihr das einfach so übernehmen. Ich gehe jetzt hier auf Herstellen, um euch das zu zeigen. Und eben wie gesagt, na, das sind die 20,5 und hier ist da, wo es breiter ist. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wie viel es ist. Ich habe die rosa Blume, ich habe einfach einmal gemacht, damit ich sehe, wie viel Platz die einnimmt auf dem Rahmen. Und wenn ich die dann nebeneinander, also wenn ich das dann so abgemessen habe, dann komme ich auf 20 Blumen. Und ich werde 10 hellgrüne machen und 10 mit dem Türkis. Von dem her kann ich hier gleich sagen 20 Stück. Und dann werden hier ganz einfach 20 Matten gemacht. Dann kann ich auf Weitergehen. Dann das Material. Da nehme ich hier diesen leichten Farbkarton und ich werde auch mit der Light Grip Matte arbeiten, damit das Papier da nicht zu stark haftet. Und jetzt kann ich quasi einfach den Cardstock oder das Papier auf die Matte legen und loslegen und einfach eins nach dem anderen schneiden. Das heißt, ich werde eben 10 mit einer Farbe und 10 mit einer anderen Farbe machen. Hier breche ich kurz ab. Ich mache das nachher im Schnelldurchlauf, weil ich euch noch das Motiv zeigen will, was ich aus Vinyl ausplotte. Hier habe ich diesen Schriftzug vorbereitet. Und zwar sind das folgende Elemente. Ich habe hier einmal, das sind Cricut-Schriften, das ist die allerbeste überhaupt. Und Mama sind Cricut-Schriften. Die beiden kleineren sind Caslon Graphic. Ne, diese hier. Und die größere, die habe ich jetzt schon zerschnitten, deshalb zeigt es mir das nicht mehr an, aber ich kann euch das kurz zeigen. Das ist hier dieses Caslon Black, was ich für die große verwendet habe. Es geht einfach darum, dass ihr etwas habt, was möglichst fett ist, damit das dann auch schön ausgeschnitten wird. Das Arjen und Jaron, das sind die Namen der beiden Jungs von der Mama. Da habe ich Hard Love genommen. Das ist eine Schrift, die ich aus dem von Dafont heruntergeladen habe. Und zwar habe ich das einfach zusammengeschrieben. Dann die Schriftart ausgewählt. Ne, hier dieses Hard Love. Und das hat per se noch keine Glyphen. Ich hatte euch in einem anderen Video, das verlinke ich euch hier oben oder oben in der Ecke, da hatte ich euch mal gezeigt, wie ihr Glyphen einfügen könnt, wenn ihr zum Beispiel auf einem Windows-PC arbeitet oder auf dem iPad. Hier beim MacBook ist es einfacher, da müsst ihr gar nichts Spezielles herunterladen, sondern ihr habt auf eurem PC per se die Schriftsammlung. Die könnt ihr einfach öffnen. Dann habt ihr hier den Schriftzug und seht wunderbar die Glyphen. Und jetzt habe ich zum Beispiel beim A von Arjen, hier dieses genommen, dann Command C zum Kopieren, bin wieder rüber, habe das A markiert und Command V zum Einfügen. Dann bin ich wieder rüber, weil ich zwischen Arjen und Jaron, zwischen den beiden Wörtern, ein Herz haben will. Deshalb nehme ich das N mit dem Herz. Haben wir es hier. Wieder Command C. Rüber, das N markieren. Command V. Und dann noch das N will ich, dass dieser Schwung wiederholt wird.
jetzt das hier, Command C, wieder rüber, N markieren, Command V und dann haben wir das eigentlich auch schon erledigt. Jetzt brauche ich, um das hier auszuschneiden, ihr seht, hier habt ihr eine kleine Lücke. Da brauche ich ein Offset. Und hier ein kleiner Tipp, es hilft manchmal, wir müssen ja den Text nachher verschweißen, aber mit dem Offset hilft es manchmal, wenn man da ganz einfach die Schrift massiv größer macht. Das ist eine. Und wenn ihr es noch nicht verschweißt, sondern jetzt schon das Offset macht, weil dann habt ihr hier innen drinne, wird es auch ausgeschnitten, und wenn ihr das schon verschweißt, hat man manchmal das Problem, dass ihr diese Innenteile gar nicht erkennt und dann ihr hier einfach eine schwarze Fläche habt. Das will ich natürlich nicht, deshalb sage ich jetzt schon anwenden. Dann kann ich jetzt den Schriftzug verschweißen. Dann mache ich die beiden Sachen wieder kleiner. Dann blende ich kurz den Schriftzug aus. Dann brauchen wir hier das Mama noch. Da habe ich eben dieses Carlson Black. Ich mache das kurz gleich groß wie das, was ich als schon vorbereitet habe. Etwa so. Dann hole ich das Offset in den Vordergrund und dann kann ich das so platzieren, wo ich das gerne haben möchte, respektive ich mitte das mal aus. Und jetzt kann ich mit der Pfeiltaste schön hoch und runter gehen. Einfach, ich würde gucken, dass ihr nicht zu viele so kleine Teile habt, dass der Schriftzug nach wie vor lesbar ist. Das ist in etwa so. Dann markiert ihr beide und sagt beschneiden. Und dann braucht ihr noch nur das oberste, das zweite könnt ihr löschen, das dritte könnt ihr löschen. Das vierte könnt ihr löschen und dann können wir den Schriftzug wieder einblenden. Nehmt den auch wieder, also einmal die Farbe wechseln, nehmt den wieder in den Vordergrund. So, dann seht ihr, dass ihr den wunderbar einpassen könnt und das dann so ausschneiden. Wie gesagt, die anderen beiden sind einfach auch Schriftzüge, wo ich dieses Caslon Graphic habe und die Linien sind ganz einfach, ist ein Viereck quasi, wo ich hier das Schloss aufgemacht habe und dann konnte ich da ganz einfach eine lange Linie machen. Und ich habe geguckt, wie groß mein Schriftzug ist oder wie lange, habe das kopiert und dann dementsprechend auch in die Länge gemacht. Das ist das und dann, ich lösche das kurz, weil habe ich ja schon alles. Dann habe ich hier diesen Schriftzug kurz ausgeblendet, das hier alles markiert. Nochmal geguckt, ne, dass es wirklich schön zentriert ist, die Abstände hier schön passen und dann habe ich das verbunden, damit es alles aus einem Stück ausgeschnitten wird, den Schriftzug wieder eingeblendet und dann geguckt, dass alles zusammen nicht größer ist als mein Rahmen. Mein Rahmen ist 24 cm in der Länge und 19 in der Höhe. Das heißt, ich habe hier wirklich die kompletten 24 cm ausgenutzt. Und so kann ich auch schon auf Herstellen gehen. Dann habe ich zwei Matten, eben eins mit Mama und eins mit den Namen. Kann auf Weiter gehen und da dann Vinyl auswählen. Das, was jetzt schwarz ist, wird bei mir weiß. Und das Türkis ist Türkis und
damit starte ich jetzt auch und dann mache ich dann im Schnelldurchlauf auch kurz die Blumen, damit ihr das dann seht. Aber wie gesagt, das seht ihr jetzt dann alles gleich, wie ich das mache. You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me anytime I can come and sit in you. Oh, oh. Call me anytime that you need a friend. And call me anytime when you're at a tight end. You, I got you, and you got me too. We can always make it through. What we do is what we do. Ich habe das Papier vorher zurechtgeschnitten, einfach von der Länge her. Dann kann ich die Reststücke noch für was anderes verwenden, um hier ein bisschen Papier zu sparen auch. Und wenn euch das hier passiert, ne, dass sich das so ein bisschen, dass das Ganze so ein bisschen einreißt, in der Regel, ich sage nicht immer, aber in der Regel ist es so, dass das Papier zu wenig gut auf der Matte klebt. Da müsst ihr einfach gucken, dass ihr das wirklich gut runter macht. Aber wenn ihr das wegzieht, guckt ihr einfach vorsichtig, dass ihr das so abzieht. Und wenn irgendwo was mitkommt, was nicht mitkommen soll, helft ihr dem einfach ein bisschen nach. Und hier gehe ich in der Regel mit meinem selbstgebastelten Entgitterungstool. Das ist einfach eine Nadel in einem Bleistift drin. Gehe ich da drunter und dann kann man das schön anheben und auch hier vorsichtig lösen, damit ihr das nicht reißt. Wenn es trotzdem mal reißen sollte, nicht wegschmeißen, das könnt ihr auch nochmal zusammenkleben, also geht auch. So, jetzt habe ich das noch ein bisschen weiter bearbeitet, damit das nachher ein bisschen besser aussieht. Und zwar habe ich hier, das ist die Rückseite von meinem Stempeltool, weil hier ist so eine Matte drauf, die Schaumgummi drauf. Und ihr habt gesehen, ich habe das Ganze so vom Papier weggehoben. Das heißt, es biegt sich alles so ein bisschen nach oben. Und deshalb drehe ich das jetzt mal um. Und das hier, da wo ihr anfangt, das einzudrehen, dann das ist der innere Teil der Blume. Und deshalb werde ich gucken, dass ich hier 10 von diesen Blättern noch ein bisschen bearbeite, weil das werden die sein, die außen sind. Und zwar habe ich hier so ein Tool, was ich vom Kuchen dekorieren, das ist das, was man für den Fondant in der Regel braucht, um da Rosen zu machen. Das habe ich einfach zweckentfremdet quasi. Und der innerste Punkt, dieses Teil hier, das ist eure Klebelasche quasi, die lasst ihr so stehen. Und bei den nächsten 10 Blättern könnt ihr hier einfach so am Rand entlang gehen. Ich nehme euch noch so ein bisschen rein, damit ihr das besser seht. Hier so einen Rand entlang gehen, damit sich das Ganze so ein bisschen verformt und
nicht mehr so aussieht, als ob es aus dem Ei gepellt wäre. Dann dreht ihr es wieder um und dann machen wir noch was. Und zwar habe ich hier so einen Zahnstocher und da gehe ich jetzt in die Mitte von dem Blatt, drücke mit dem Zahnstocher nach oben und mit den Fingern an der Seite entlang nach unten, dass das so einen Knicks kriegt. Das mache ich auch bei diesen 10 Blättern. So, das habe ich mit allen gemacht. Und was ich dann auch gemacht habe, ich habe ja insgesamt 20 in 2 Farben, also 10, 10. Und ich will eine Reihe mit der hellen Farbe, die unterste mache ich mit der dunklen Farbe, die oberste mache ich mit der hellsten Farbe. Und in der Mitte wollte ich, dass so eine Farbnuance drin ist. Das hier, die dunkelste Farbe, dann 2 gemixte und eine helle Farbe. So werde ich das machen. Und hier habe ich außen die dunkle, innen die helle. Hier außen die helle, innen die dunkle. Na, dann haben die auch noch so ein Spiel drin. Jetzt, wie habe ich das gemacht? Ich habe ganz einfach diesen Kreis genommen und habe vom einen Ende 20 Blätter zurückgezählt und habe es dann voneinander geschnitten. Und das habe ich mit 5 von den dunklen und 5 von den hellen gemacht. Na, zuerst das bearbeitet und dann geschnitten. Und jetzt kann ich die ganz einfach hier wieder übereinander kleben. Das mache ich mit ganz normalem Flüssigkleber, Bastelkleber. Ich habe hier einen weißen Zementitkleber, aber da nehmt ihr einfach den Bastelkleber, den ihr da habt. Gebe ich hier so ein bisschen vom Kleber drauf und mache die so ein bisschen überlappend wieder fest. Dann zum Eindrehen. Es gibt so diese YouTube-Videos, wo Leute zeigen, wie man das mit dem Akkuschrauber machen kann. Damit das aber funktioniert, braucht ihr einen Akkuschrauber, der vorne diese 3 Zangen hat, damit ihr da eine Haarklammer reinmachen könnt. Und dann würdet ihr das hier einfach auf die Haarklammer draufstecken und das so einrollen. Das macht für mich Sinn, wenn man sehr viele macht, aber jetzt hier bei den 20 Stück kriege ich das auch von Hand hin und da mache ich es so. Ich habe eine Pinzette, das ist die von Cricut. Das ist, die eignet sich dafür super, weil normalerweise ist es ja so, wenn ich nichts mache, ist die offen und ich muss zudrücken, damit die zusammengeht. Die von Cricut, das ist eben das Coole dran, ist gerade andersrum. Ne? Die ist zu, wenn ich nichts mache und geht auf, wenn ich drücke. Eine extrem coole Sache und für das hier hilft es extrem, weil ich nehme jetzt einfach das, mache hier die Pinzette dran und jetzt drehe ich hier einfach mal so ein paar Mal und ich gucke einfach, dass sich hier der untere Rand schön trifft. So, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann kann ich das wieder runterziehen und jetzt drehe ich das so ein, dass ich die beiden Finger hier drauf drücke, dass das immer schön dieselbe Höhe behält und so drehe ich das jetzt ein, bis ich am Ende angelangt bin. Bei 20 Blumen dauert das so ein bisschen, aber na, das ist auch was man zum Beispiel vom Fernseher am Abend machen kann, ne? Wenn ihr fast am Ende angelangt seid, könnt ihr dieses mittlere Teil kurz nach außen knicken. Dann dreht ihr weiter. Und wenn ihr dann am Ende angelangt seid, könnt ihr das wieder nach unten klappen. Und jetzt gucke ich immer mit den Fingern oben und unten,
dass das nicht an Höhe gewinnt, weil es hat so die Tendenz, dass das innere Teil rausspringen will. Das lasse ich nicht zu, aber ich lasse hier einfach so ein bisschen los. So geht es einfach. Ne? Das unten ist meine Klebelasche und das Ziel ist, dass die Blume schlussendlich unten gleich groß ist wie diese Klebelasche. Das heißt, ich lasse es hier einfach so ein bisschen sich wieder aufzwirbeln, drückt es aber immer wieder runter. So, bis es dann so aussieht. Dann drehe ich es um, nehme diese Lasche, drehe die kurz raus. Da gebe ich auch wieder von meinem Flüssigkleber drauf. Ihr könnt da natürlich auch Heißkleber nehmen, aber da ruhig eine ordentliche Portion drauf, damit es dann sich innen auch so ein bisschen verteilt. Dann lege ich das auf den Tisch, ohne dass es weiter aufgeht. Kurz drehen, ne? So auf den Tisch legen und lege diese Lasche runter wieder. Versuche so hier möglichst die Mitte zu treffen und lasse den Kleber anziehen. So, dann kann ich es wieder umdrehen und dann mache ich das jeweils noch so, dass ich diese 10 Blätter oder die äußersten Blätter so ein bisschen rausknicke. Einfach so, dass das Ganze so ein bisschen organischer aussieht. Und so haben wir schon die zweitletzte Blume bei mir jetzt. Und jetzt noch die letzte. I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared. You will see me flying high. I'm staring into your blue eyes. So, und ich habe somit schon alle Blumen fertig. Die schiebe ich kurz so ein bisschen beiseite. Dann habe ich hier den hinteren Teil vom Rahmen und da habe ich einfach ein Blatt von der dunkleren Farbe zurechtgeschnitten in der richtigen Größe, damit es da drauf passt. Und da gebe ich jetzt ein bisschen Doppelklebeband drauf. And you got me too. I've been saving you. You save me too. Yeah, I need it. Don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me anytime I can come and save you. Das legen wir auch beiseite, weil als nächstes kümmern wir uns um den Vinylkleber. Und hier mache ich ein Reverse Weeding. Das heißt, ich löse hier nur kurz die Innenteile. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass das zu fein ist, oder zu filigran, aber es scheint relativ gut funktioniert zu haben. Den Rest lasse ich noch stehen. Und hier kann ich, glaube ich, alles lösen. Das sollte funktionieren. Das hat es tatsächlich wunderbar geschnitten. Und jetzt gehe ich hier schon mal mit der Transferfolie drauf.
So, hier brauche ich hier kurz noch ein Backtrennpapier als Hilfestellung, weil der Kleber größer ist als der hier. Dann löse ich hier die Abdeckung jetzt schon weg. Und jetzt löse ich das, was ich nicht brauche. Da müsst ihr einfach so ein bisschen nach oben ziehen. Und dann sollte eigentlich nur das mitkommen. Was ihr nicht mehr braucht. Ich versuche das hier kurz in Einzelteilen zu machen. You got me too. I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look. Je nachdem, wie filigran ihr arbeitet, ist es ein bisschen schwierig, aber naja. Hat funktioniert, einfach vorsichtig arbeiten und wenn irgendwas sich mitlöst, dann drückt ihr das einfach wieder runter. Jetzt, weil das Ganze ein bisschen schwieriger ist zum Übertragen, habe ich mir eine Hilfestellung gemacht. Und zwar habe ich ein Blatt, was in etwa gleich groß ist wie hier dieser Teil vom Rahmen. Und dann habe ich die Größe von meinem Design genommen und das ist dann dieser Mittelteil, plus ich habe mir je die Hälfte von diesem Feld markiert und auch auf der Übertragungsfolie mir hier eine Markierung gemacht, wo die Hälfte ist. Das ist der Plan. Jetzt kann ich hier die Schutzfolie auf einer Seite wegnehmen. Und das dann schön mittig auf dieses Feld legen. Dann weiß ich, mein Design muss hier sein und hier ist die Mitte. Eigentlich könnte ich das nur kurz verbinden. So, dann nehme ich ein Backtrennpapier, lege das hier drauf. So in etwa. Dann nehme ich mein Design und gucke, dass ich jetzt innerhalb von dieser Linie bin, plus auch da, wo ich die Markierung für die Hälfte gemacht habe, dass es auch in der Hälfte zu liegen kommt. So, das müsste hier sein. Dann kann ich das hier oben feststreichen. Das wieder anheben, Backtrennpapier rausnehmen und das runterstreichen. Und dann die Übertragungsfolie ablösen. So, da streiche ich
das nochmal mit dem Backtrennpapier drauf. Fest, einfach um sicher zu sein, dass das hier wirklich unten auf der Scheibe sitzt. So, da. Jetzt kann ich das hier auf die Übertragungsfolie nehmen. Dann wieder Backtrennpapier. Das hier drauflegen. Und jetzt kann ich das nämlich schön ausrichten, dass das wirklich da zu sitzen kommt, wo es dann sein soll. Es hilft natürlich, wenn ihr ein bisschen ein breiteres Offset gemacht habt als ich jetzt. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me. Wenn ihr das Problem habt, dass eure Übertragungsfolie zu stark klebt, ihr merkt, bei mir löst sie sich schon fast, weil ich die immer wieder verwende. Und beim ersten Mal mache ich das so, dass ich die kurz auf meine Klamotten klebe und wieder abziehe, weil dann hat es ein bisschen Fasern drauf und dann klebt es nicht mehr so arg. Boah, sieht das cool aus. Hammer. Können wir hinten auch schon die Abdeckung wegnehmen. Jetzt möglichst nicht mehr mit den Fingern drauf, ne? Aber ihr seht, wie unglaublich filigran ich hier mit der Vinylfolie arbeiten konnte. Ist manchmal ein bisschen schwierig, weil Vinylfolie ist nicht so wie Flexfolie, da ist es immer ein bisschen schwieriger, so filigran zu arbeiten, aber es hat funktioniert. So, jetzt können wir das schon mal reinmachen. Dann sitzt das schon mal. Und mal gucken, vom Festkleben her. Das hier, ne, ist die Unterseite. Und jetzt lege ich den einfach mal so drauf, damit ich hier eine Orientierung habe, bis wo die Blumen hinkommen sollen. Und dann kann ich die schon mal so platzieren, wie ich das vorgesehen hatte. When I try, but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. So, das ist das Bild, was ich haben will. Und jetzt brauche ich noch die Heißklebepistole. Und wenn die genug heiß ist, dann kann ich einfach anfangen, hier die Blumen festzukleben. Who saves me? I'm trying my best to hold on. It's not easy, but I'm feeling stronger with you. So, dann ist die Geschichte auch schon festgeklebt. Ich finde das so cool. Und jetzt können wir eigentlich das Ganze, muss ich kurz gucken, das ist unten, das ist unten. Mutig wie ich bin, stülpe ich das jetzt einfach mal drüber. Ich mache den Rahmen jeweils hinten noch dran, einfach weil ich nie weiß, ob man das dann für irgendwas anderes noch braucht. Und der stört ja hier hinten nicht. Kann ich die Klammern runter machen. Und tada! Kurz mal ein bisschen mein Licht drehen, damit ihr das auch richtig seht, ohne Reflexion. So, jetzt seht ihr es. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Ich finde es Hammer. Das ist tatsächlich meine erste, die ich gemacht habe. Das habe ich vorher auch noch nicht gemacht. Ich habe es immer nur gesehen. Und ich finde das so Hammer. Ich sehe gerade, dass ich vergessen habe, ein paar Stückchen vom Kleber rauszumachen. Die mache ich gleich noch raus.
So, Della. Und so haben wir wunderbar eben diese 3D-Blumenbox gemacht. Ich finde sie so hammer. Und egal von welcher Seite man das jetzt anguckt, sieht einfach hammer aus. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Idee, ne? Und auch das Video. Und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I